Hi, ich habe mir eine Verstärkung vom Marco geholt. Ich denke mal, die meisten von euch kennen ihn. Bei uns geht es heute um das Thema Steadicam versus Gimbal. Auf meinem Kanal findet ihr das Video, was für eine Steadicam spricht, und auf Marcos Kanal findet ihr das Video, was für ein Gimbal spricht. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der erste Punkt, der für eine Steadicam spricht, ist für die meisten von euch wahrscheinlich auch am interessantesten, und zwar ist es der Preis. Günstige Steadicams gibt es schon ab 80 €. Was die taugen, das erfahrt ihr bald auf meinem Kanal auch noch. Ich habe mir so eine günstige Steadicam bestellt, die ich bald testen werde. Und günstige Gimbals, also so Einhand-Gimbals zum Beispiel, fangen erst bei etwa 700 € an. Etwas höherpreisige Steadicams, wie zum Beispiel die Glidecam HD 1000, die ich jetzt habe, die kosten so um die 450 bis 500 €. Und höherpreisige Gimbals kosten dann 1500 €, 2000 €, manchmal auch 8000 €. Also bei den Gimbals sind nach oben hin eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn ihr Geld sparen wollt, solltet ihr eher zu einer Steadicam greifen. Ein weiterer Pro-Punkt für die Steadicam ist vor allem das Gewicht. Für Filmemacher, die viel reisen, ist so eine Steadicam viel logischer, denn Ronin ist sehr unbequem durch die Gegend zu tragen. Erstens ist er viel schwerer. Fokussieren ist auch ein Problem, der ihr immer umgreifen müsst. Bei der Steadicam ist alles viel intuitiver. Ihr könnt auch dort einfach auf den Monitor gucken, wo ihr bei einem Ronin auf einen externen Monitor praktisch angewiesen sind, weil ihr sonst nicht sehen könnt, weil die Stange im Weg ist. Außerdem, so stupide wie es klingt, ein Ronin könnt ihr nicht hinstellen, weil praktisch dort unten der Motor ist. Eine Steadicam könnt ihr einfach hinstellen. Wie gesagt, die Dinger werden nach einer Zeit sehr, sehr schwer, und ab und zu mal das Gewicht runterlegen zu lassen, wäre ganz gut. Der nächste Punkt, der für eine Steadicam spricht, ist der Look, den ihr mit so einer Steadicam produziert. Ich muss sagen, es ist eine subjektive Sache. Mir persönlich gefällt der Look von so einer Steadicam viel, viel besser. Er ist einfach so ein bisschen smoother, und der Look von so einem Gimbal ist immer so ein bisschen mechanischer und so ein bisschen abgehackter, würde ich sagen, also ein bisschen geradliniger. Das gefällt mir nicht ganz so gut und vielen anderen Filmemachern auch nicht. Wie gesagt, das ist aber eine persönliche Sache. Obwohl der Ronin eine sehr gute Akkulaufzeit hat, geht der Akku trotzdem irgendwann zu Ende. Eine Steadicam ist was Mechanisches, das heißt, es wird nie leer gehen. Deswegen, wenn ihr travelt, wie vorher gesagt, nehmt sowas mit. Da müsst ihr nicht extra Akkus aufladen oder sonst was und seid für den ganzen Tag bedient. Und der letzte Punkt, der für eine Steadicam spricht, ist die Haltbarkeit, sage ich mal. Ich habe meine Steadicam jetzt schon seit etwa 6 Jahren und musste sie noch kein einziges Mal irgendwie reparieren lassen oder nachfetten oder nachölen. Also so eine Steadicam hält extrem lange. Bei so einem Gimbal bin ich mir da nicht so sicher. Die Gimbals gibt es ja jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, aber ich vermute mal, dass durch die ganzen elektronischen Teile so ein Gimbal nicht ganz so lange halten wird wie so eine Steadicam. So, das waren jetzt alle Punkte, die für eine Steadicam sprechen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ihr wissen wollt, welche Punkte für einen Ronin sprechen gegen eine Steadicam, schaut auf meinen Kanal vorbei. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ist das gut, oder?